Moin! Heute stelle ich euch Benchpilot für die Shaper Origin vor. Nebenbei seht ihr den Aufbau und später noch 2 Probefräsungen. Für mich ist das hier der größte Wurf nach Veröffentlichung der eigentlichen Fräse. Circa 2018 hat Shaper Tools die erste handgeführte CNC vorgestellt. Ich habe mir die Maschine 2020 zugelegt. Man arbeitet also mit der Präzision einer CNC, führt die Fräse aber händisch selbst. Das klingt paradox, funktioniert aber wahnsinnig gut. Es kommt nicht mehr zwangsläufig das Werkstück zur Fräse. Und es gibt grundsätzlich auch keine Größenbeschränkungen in der Bearbeitung von Werkstücken. Das Werkstück selber gibt das Größenlimit vor. Hinzu kommt, dass die Fräse für sich sehr klein ist und in einer Box verstaut werden kann. Darüber hinaus ist die Bedienung kinderleicht. Durch die Handführung ist man im Prozess komplett eingebunden und das macht schon richtig Spaß. Der Clou ist, dass die Fräse dabei hilft, innerhalb eines gewissen Toleranzbereiches präzise Ausgleichsbewegungen vorzunehmen. Und dadurch ist das Endresultat mehr als beeindruckend. In sehr vielen Tischlereien ist dieses Werkzeug bereits fester Standard. Es findet sich im Einsatz vom Möbelbau wieder, beim Einlassen von Beschlägen, für das Einbringen von Intarsien und zum Beispiel für das Herstellen von Schildern. Und natürlich gibt es dazu auch eine Menge Videos, die euch die grundlegenden Funktionen nochmal ein bisschen näher bringen. Empfehlen kann ich euch dazu ein Video von Simon mit seinem Kanal Nachdenksport und auch bei Heiko Rech findet ihr Videomaterial dazu. Heute geht es hier bei der Vorstellung von Benchpilot darum, dass aus einer handgeführten CNC wiederum eine maschinengeführte CNC werden kann, wenn ihr das für euren Prozess benötigt. Es ist also quasi ein Autopilot für die handgeführte CNC. Auch das klingt jetzt nach einer Rolle rückwärts, aber macht auch Sinn. Denn es gibt durchaus Aufgaben, bei denen ihr das Abarbeiten der Fräsungen, zum Beispiel bei Wiederholungen oder langwierigen Fräsfaden, einfach der Maschine überlassen könnt und wollt. Der Vorteil ist, dass ihr die Flexibilität der Shaper Origin behaltet, aber den Komfort des Autopiloten optional einbinden könnt. Auch hier ist die Bedienung weiterhin sehr intuitiv. Stellt sich die Frage, warum man nicht gleich in eine stationäre CNC investiert. Natürlich bietet die auch Vorteile. Es hängt ganz einfach von den individuellen Einsatzgebieten ab. Wie viel Flexibilität brauche ich? Habe ich einen Platz für eine stationäre CNC? Habe ich Lust, mich in die umfangreiche Bedienung einer CNC einzuarbeiten? Möchte ich auch Metall fräsen? Diejenigen, die ihre Shaper Origin bereits lieben und schätzen gelernt haben, werden die Optionen mit dem Autopiloten sicherlich begrüßen. Es ist irgendwie die eierlegende Wollmilchsau für Fräsarbeiten in der Holzwerkstatt. Benchpilot funktioniert grundsätzlich mit der Shaper Origin der ersten und der zweiten, also der neuesten Generation. Empfehlenswert ist aber auf jeden Fall die optional erhältliche Workstation, die ich hier auch mit eingebunden habe. Die ist grundsätzlich auch ohne Benchpilot sehr zu empfehlen. Ich habe den Benchpilot mit dem Werkstückträger Upgrade Kit bestellt. Damit kann man dann einen größeren Fräsbereich nutzen und durch den verstellbaren Stützfuß bleibt alles stabil. Der Aufbau gestaltet sich sehr einfach. Es gibt eine gut bebilderte Anleitung und auch ein Aufbauvideo hier bei YouTube auf dem Shaper Tools Kanal. Insgesamt habe ich circa 1,5 Stunden dafür gebraucht. Und dann konnte es auch schon losgehen. In der Bedienung ändert sich kaum etwas. Jeder, der bereits mit seiner Origin gefräst hat, wird auch hier problemlos klarkommen. Die einzelnen Fräspfade werden wie gewohnt definiert und Benchpilot konfektioniert sich das in geeignete Abschnitte und Tiefen je nach verwendetem Fräser. Somit habt ihr über dieses Tool indirekt eine Autopass-Funktion, auch wenn ihr die für euer Gerät nicht erworben habt. Benchpilot fräst nach und nach tiefer und schließt das Ganze mit einer Schlichtfräsung ab. Richtig genial ist natürlich, dass ihr zwischen dem klassischen Einsatz und dem Einsatz mit Benchpilot jederzeit problemlos wechseln könnt.
Ein bisschen schade ist, dass eure Shaper Origin mit der Schürze nicht mehr in die Box passt. Da hätte Shaper durchaus mal eine neue Einlage spendieren können. Das war heute nur ein erster kleiner Einblick in Benchpilot. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao!